Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Differentialkühler am M2 Competition. Ich habe vor einiger Zeit den ersten Differentialölwechsel gemacht und dabei ist aufgefallen, dass das Differentialöl wirklich absolut schlecht aussah. Bedeutet, dass das Fahrzeug, und ich bin momentan erst 13.000 Kilometer gefahren, natürlich viel Rennstrecke, aber relativ wenig Laufleistung. Und wenn das Öl dann so aussieht, bedeutet das, dass einfach zu wenig Öl in diesem Tank ist und das Öl auch zu heiß wird. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier einen aktiven Differentialkühler zu installieren. Ihr seht jetzt hier im Kofferraum ist bereits der Kühler, also der Kühlblock, sowie eine Pumpe verbaut. Und jetzt geht es darum, einen passenden Lüfter zu finden, um diesen Kühlblock eben mit Luft zu versorgen, sodass der eben auch wirklich eine aktive Kühlleistung hat. Ich probiere jetzt hier verschiedene Lüfter aus. Das sind alles Lüfter aus dem PC-Bereich. Ich habe hier jetzt 200 mm Lüfter, so einen ganz großen von Noctua mal draufgelegt, aber der beste Lüfter, der am ehesten passt, ist hier so ein 140 mm Lüfter. Den kann man dann so leicht schräg auf den Kühlblock setzen und das passt wunderbar. Jetzt messe ich hier aus, wie groß der Kühlblock insgesamt ist, um mir dann zu überlegen, wie ich den Lüfter darauf befestige. Denn ich habe hier ja jetzt eben nicht die klassische Befestigungsmöglichkeiten, wie es beim PC-Gehäuse der Fall wäre. Das heißt, ich muss mir hier was ausdenken und ich werde das jetzt so machen. Der Kühlkörper an sich hat ja solche U-Profile außen und in diese U-Profile werde ich dann eben ein entsprechendes Plastikteil mit dem 3D-Drucker fertigen, mit einem länglichen Loch, und an diesem Plastikteil oder mit diesen Plastikteilen, die ich dann vorne und hinten befestige, die ich in dieses U-Profil einstecke, kann ich dann den Lüfter hier eben auf dem passiven Kühlkörper befestigen. Damit ich dann später weiß, wie breit meine Plastikstücke sein müssen und welche Profilinformationen die bekommen müssen, messe ich jetzt hier einmal dieses U-Profil aus. Ihr seht ja auch, dieses U-Profil hat dann nochmal eine gewisse Dicke nach oben hin. Das heißt, ich muss so eine Art Treppe in dieses 3D-Druck oder in dieses Plastikteil einbauen und bekomme dann eben es hin, über dieses Langloch mir jetzt keine großen Gedanken machen zu müssen, wo ist jetzt wirklich die Mitte, wenn ich den Lüfter schräg setze. Durch die Langlöcher kann ich das dann eben variieren und bin da komplett flexibel. Das hat auch keinen Einfluss darauf auf die Stabilität, denn wenn das einmal angezogen ist, ist das Ganze in sich eben entsprechend stabil. So sieht das jetzt aus. Das ist ein relativ kleiner Kühlkörper. Wir hoffen, dass das reicht. Ich habe das zusammen mit der Firma Oldschool Customs, die in Dieburg ansässig ist, hier in meinem M2 eben so verbaut. Falls es nicht reichen sollte, müssen wir da eben nochmal eine Nummer größer gehen. Das sollte aber eigentlich ausreichend sein, dadurch, dass ja auch das Volumen jetzt ein bisschen größer wird durch diesen Kühlkörper und auch die Leitungen. Jetzt geht es darum, eben die Elektronik vorzubereiten, denn ich habe mir überlegt, ich werde das so machen. Im Kofferraum ist ja bereits die Batterie. Das heißt, ich habe hier schon wunderbaren Zugang zu der Stromquelle, und da ich das Ganze eigentlich nur auf der Rennstrecke brauche, denn im normalen Fahrbetrieb reicht die Differentialfüllmenge komplett aus, um eben das Differential ausreichend zu kühlen, und nur auf der Rennstrecke durch die höhere Belastung ist es dann eben ein Problem. Bedeutet, ich werde hier jetzt den Lüfter und auch die Pumpe eben über einen Druckknopf steuern, sodass, wenn ich eben auf einem Trackday bin, mache ich einfach kurz den Kofferraumdeckel auf, schalte die Pumpe und damit auch den Lüfter an, und wenn ich dann fertig bin, schalte ich einfach wieder aus. So habe ich eben die Geräuschentwicklung des Lüfters und auch der Pumpe eben nur auf dem Trackday, und da ist es eh nicht relevant. Jetzt bereite ich hier, wie gesagt, eben die Verkabelung vor. Ich habe jetzt hier verschiedene Kabellängen, die ich zuschneide und das Ganze dann mit Steckverbindern versehe. Steckverbinder aus dem Grund, ich bin kein großer Freund davon, wenn man Sachen so permanent installiert. Wenn man dann mal was wechseln oder warten muss, ist es immer furchtbar umständlich. Und was ich jetzt hier brauche, erstmal natürlich ein Transformationsgerät, mit dem ich sozusagen Spannung erzeugen kann. Hier habe ich jetzt ein variables, wo ich eben von 0 bis, ich glaube, 24 Volt erzeugen kann, entsprechenden Stromtester, um auch prüfen zu können, dass ich jetzt hier die richtige Voltzahl einstelle. Das ist auch das erste, was ich mache. Ich nehme jetzt hier mein Strommessgerät und stelle das eben auf Volt, mache dann meinen Transformator an und justiere hier an dem Potentiometer eben so lange, bis ich bei 12 Volt bin. Das kann man jetzt hier eben wunderschön ablesen. Aktuell sind wir noch knapp bei 11 Volt, und jetzt gebe ich eben hier ein bisschen mehr Saft drauf, und dann sollten wir ungefähr bei 12 Volt rauskommen. Das ist ja dann die gleiche Spannung, die eben auch die Batterie hat.
Und der nächste Schritt ist, wenn ich das jetzt eingestellt habe, hier auf die 12 Volt. Ich habe mir verschiedene 140 mm Lüfter mal rausgeholt. Ich habe verschiedene, weil ich eben relativ viel auch mit Computern mache und werde jetzt einfach schauen, was ist denn der Lüfter, der am meisten Luftdurchsatz hat. Und wenn ich dann den entsprechenden Lüfter gefunden habe, dann werde ich mich für den entscheiden. Denn ich mache jetzt hier keinen Sinn, irgendeinen leisen Lüfter zu verbauen. Ich will jetzt hier wirklich die maximale Leistung in Sachen Luftdurchsatz haben. Deswegen jetzt eben erstmal ermitteln, welcher Lüfter ist hier am besten geeignet. Um das Ganze nachher im Fahrzeug zu verkabeln, werde ich hier einen entsprechenden Molex-Adapter nehmen, der mir sozusagen die Möglichkeit bietet, den klassischen 3-Pin-Anschluss des Lüfters umzusetzen, und werde hier einfach den Molex-Anschluss abknipsen, mache mir dann 2 normale Kabel- oder Steckverbinder dazwischen und kann dann eben meinen Lüfter über diesen, ja, sage ich mal, umgebauten Molex-Adapter betreiben. Ich schließe jetzt für den reinen Test der Lüfter, also der Messung sozusagen, welcher Lüfter ist der performanteste, den Molex-Adapter erstmal direkt an meine Stromquelle an, und erst danach, wenn ich sozusagen weiß, für welchen Lüfter ich mich entscheide, gehe ich her und knipse eben den Molex-Anschluss ab und werde das Ganze dann entsprechend neu verkabeln. Hier jetzt einfach nochmal zur Info, das ist wie gesagt der 2-Pin Plus-Minus-Anschluss, der dann auf den klassischen 3-Pin-Anschluss des Computerlüfters geht, und jetzt hier einfach noch die Phase Plus-Minus entsprechend in den Molex-Adapter einstecken, und dann müssten wir auch gleich beim Lüfter eben, sobald ich die Stromquelle aktiviere, auch sehen, dass er anfängt sich zu drehen. Der erste Lüfter, den ich mir hier anschaue, ist ein Corsair-Lüfter. Wie gesagt, alle Lüfter sind 140 mm. Die Entscheidung habe ich ja schon getroffen. Und jetzt schaue ich einfach, wie viel Luft erzeugt denn der Lüfter im Betrieb. Der Lüfter erzeugt, sage ich mal, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, ich habe ja hier 4 Lüfter getestet, dann ist das der Lüfter, der ja mit am wenigsten Luft erzeugt. Der nächste Lüfter, den ich mir anschaue, ist ein Industrielüfter, und zwar von Noctua. Noctua ist ja dafür bekannt, dass sie sehr leise und sehr effiziente Lüfter machen. Sie haben aber auch eine spezielle Industrieserie, und diese Lüfter haben normalerweise richtig Dampf. Das heißt, das sind eigentlich die Lüfter oder der Lüfter, von dem ich mich am meisten erhoffe jetzt hier. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, hat der auch richtig Dampf, das hört man auch. Und hier kommt also richtig viel Luft raus, das heißt, hier haben wir einen ordentlichen Luftstrom. Das ist genau das, was wir brauchen, um unseren Kühlkörper da im Kofferraum eben mit frischer Luft zu versorgen. Das Gute ist ja jetzt, dass ich den ganzen Kühlkörper im Kofferraum verbaut habe, sprich auf der Rennstrecke profitiert der Kühlkörper auch von der gekühlten Klimaluft, ist also auch ein weiterer Vorteil. Der Kühler, den ich jetzt checke, ist auch wieder ein Corsair-Lüfter, hier jetzt mit Beleuchtung. Der Luftdurchsatz ist, ja, sage ich mal, Position 3, also bester ist wie gesagt bisher der Noctua gewesen, dann der Corsair ohne RGB oder der Corsair mit RGB, das ja, gibt sich nicht viel. Und hier haben wir jetzt nochmal einen von Thermaltake, und der ist so, sage ich mal, auf Position 2 gelandet, aber außer Frage ist der von Noctua einfach der beste, da kommt am meisten Luft raus. Das heißt, für den würde ich mich entscheiden. Der ist eben auch Industriegeräte, also hat sozusagen ein Rating für industriellen Einsatz, sprich ist auch langlebig. Und deswegen die Entscheidung eben für den Noctua-Lüfter. Nochmal zurück kurz zu dem, was ich angesprochen habe. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich den Lüfter nicht vielleicht außerhalb platziere, also sprich in der Nähe des Differentials selber, sodass dann Fahrtwind auf den Lüfter treffen kann. Habe mich aber dann dagegen entschieden, einerseits aus wartungstechnischen Gründen, sprich wenn man auf der Rennstrecke oder allgemein auf der Straße unterwegs ist, ist ja immer die Gefahr, dass dann auch durch Steinschlag eben da gegebenenfalls der Kühler vielleicht beschädigt wird und dann verliert man Differentialflüssigkeit. Da unten kommt man auch nicht gut ran, das heißt, es rostet wieder. Deswegen dann meine Überlegung, lass uns den doch einfach in den Kofferraum packen, und im Kofferraum haben wir eben zusätzlich den Vorteil, dass wir den Innenraum eben über die Klimaanlage bereits kühlen und können so die kühle Klimaanlagenluft verwenden, um eben auch nochmal zusätzliche Kühlleistungen zu erwirken und das Differentialöl noch weiter runter zu kühlen. Jetzt geht es hier weiter, wie gesagt, ich entferne den Molex-Anschluss, um das Ganze dann eben mit den einfachen Steckverbindern, die es im Kfz-Umfeld gibt, neu zu verkabeln, damit ich es eben später im Kofferraum leicht habe und auch jederzeit die einzelnen Komponenten einfach austauschen kann.
So, jetzt habe ich den Molex-Adapter, wie gesagt, entfernt und angefangen schon neu zu verkabeln. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, diese Pressverbinder nehmen, die man eben aus dem Kfz-Bereich kennt. Ich werde das Ganze nicht verlöten, aus dem einfachen Grund, da diese Pressverbinder sehr, sehr stabil sind und ich später die einzelnen Verbindungen auch nochmal mit Schrumpfschlauch sichere. Das heißt, da dürfte eigentlich nichts passieren und das mit dem Löten ist mir jetzt einfach aufgrund dessen, dass ich da relativ viele Verbinder brauche, einfach ein bisschen zu aufwendig gewesen. Deswegen habe ich hier eben auf diese Quetschverbinder zurückgegriffen. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn ihr sowas macht, zwischendurch auch immer mal kontrollieren, ob die Verbindungen alle passen. Besonders eben jetzt hier zum Beispiel bei diesem 2-Pin zu 3-Pin Adapter. Da ist das Kabel ja relativ dünn. Ansonsten nutze ich ein relativ dickes Kabel. Hier für diesen ganz kurzen Weg zum Lüfter habe ich mich aber für dieses dünnere Kabel entschieden, beziehungsweise ich musste dieses dünnere Kabel nehmen, weil ich eben kein anderes zur Hand hatte. Und das Problem ist jetzt dabei, mit so einem dünnen Kabel kann es sein, dass diese Quetschverbindungen nicht richtig funktionieren oder eben nicht richtig Kontakt aufbauen. Deswegen ist auch das Kabel jetzt dasjenige, was ich eben besonders nochmal kontrolliere, bevor ich weitermache. Ich schließe also nochmal meinen Lüfter an und schaue nochmal, ob auch wirklich die Verbindungen funktionieren und Strom fließt und werde dann jetzt auch gleich feststellen, dass dem eben leider nicht so ist, dass hier also scheinbar tatsächlich diese Quetschverbindung nicht hundertprozentig funktioniert und deswegen auch kein Strom beim Lüfter ankommt. Testen kann man das auch wieder wunderbar mit dem Voltmeter oder dem Multimeter. Da gibt es ja auch eine Durchgangsmessungsfunktion, beziehungsweise kann man hier natürlich auch den Stromfluss messen, indem man Plus, Minus jeweils wechselseitig anschließt. Das mache ich hier jetzt einmal, um eben zu schauen, wo liegt das Problem. Das Problem liegt also, wie gesagt, nicht am Stecker oder an der Polung, sondern tatsächlich beim Quetschverbinder. Das heißt, ich habe mir jetzt hier eine Phase geschnappt, eben zum Beispiel Minus, und setze dann meinen anderen Messpunkt auf den Pluspol und sehe, okay, es fließt kein Strom über diese Phase. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal in der anderen Richtung. Das heißt, ich nehme mir dann jetzt eben den Pluspol und hole mir den Pluspol, greife mir den Pluspol ab und setze das dann, wie gesagt, an der Stromquelle auch auf den Pluspol. Und dann sieht man, wenn ich hier Strom gebe, dass da eben auch Strom fließt. Das heißt, die Verbindung Pluspol funktioniert, die Verbindung Minuspol funktioniert nicht. Das heißt, hier muss ich jetzt nochmal ran und die Verbindung eben nochmal neu pressen und quetschen. Jetzt habe ich die Anschlüsse nochmal neu verpresst und jetzt mache ich nochmal den Gegentest, ob jetzt eben auf beiden Phasen Strom fließt. Ich schnappe mir hier jetzt als erstes wieder die Minusphase, habe hier eben meine Klemme am Minuspol angelegt und auch an der Stromquelle angelegt und sehen wir jetzt hier, vorher war ja auf der Minusphase keine Verbindung möglich, jetzt fließt hier Strom. Und genau das war auch das, was wir haben wollten. Jetzt schließe ich gleich direkt, ohne die Plusphase nochmal extra zu prüfen, meinen Lüfter an und wir sehen, schwupp, wir haben also Strom und es funktioniert. Und jetzt geht es weiter in Sachen Kabelbaum oder Verkabelung erstellen. Man sieht auch, der Lüfter hat ordentlich Kraft, genauso brauchen wir das. So, nachdem ich jetzt einiges vorbereitet habe, ist der nächste Punkt, für welchen Taster oder für welchen Schalter
werde ich mich entscheiden. Ich habe hier mal verschiedene Taster rausgesucht, die ich noch so zu Hause rumliegen hatte. Der eine ist relativ groß, die anderen beiden sind ungefähr von der Größe her identisch, lediglich, dass hier jetzt einer noch so einen etwas rötlichen Schalter hat und der andere eben einen rein schwarzen Schalter. Ich habe mich jetzt hier für diesen Schalter mit dem rötlichen Kipphebel entschieden und werde jetzt beginnen, hier eben auch schon mal die Verkabelung vorzubereiten. So, jetzt habe ich die Kabel für den Schalter schon mal vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, welcher der Anschlüsse ist nachher der Anschluss, der sozusagen über den Schalter auch geschaltet wird. Der Schalter, der hat auch eigentlich eine LED, das heißt, man könnte hier mit einer Plus-Minus-Phase auch sozusagen das Ganze zum Leuchten bringen. Das brauche ich aber nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach nur schauen, welche der drei Anschlüsse gehören zusammen. Denn zwei Anschlüsse gehören zusammen und der dritte ist sozusagen die zusätzliche Phase. Das heißt, ich stelle jetzt hier mein Multimeter auf Durchgangsprüfung. Bedeutet, wenn ich jetzt sozusagen einen Durchgang erkenne, also zum Beispiel die beiden Kontaktdioden oder die beiden Kontrolldioden zusammenhalte, dann gibt das Gerät eben einen Piepston von sich. Das heißt, wir haben einen Durchgang und das werde ich jetzt nutzen, um hier am Schalter eben herauszufinden, welche beiden Kontakte werden nachher über den Taster geschaltet. Hier sieht man das sind die beiden äußeren Kontakte, die eben geschaltet werden und jetzt weiß ich, die beiden Kontakte muss ich nutzen, um das Ganze in meiner Verkabelung zu verwenden. So, und jetzt habe ich den ersten Stromkreis aufgebaut oder den ersten kleinen Test. Hier ist jetzt natürlich noch keine Pumpe dazwischen und auch noch keine Sicherung. Jetzt geht es erstmal nur darum zu schauen, ob der Taster in dem Stromkreis funktioniert und das tut er. Ich kann also wunderbar den Lüfter ein- und ausschalten und von hier an geht es jetzt eben weiter mit der Kabelbaumerstellung. So,
da das Video schon relativ lang ist, mache ich jetzt so langsam mal einen Cut und zeige euch hier im ersten Teil, es gibt noch einen zweiten Teil, im ersten Teil mal den Schaltplan oder so wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das nachher im Kofferraum verkabeln werde. Ich habe hier also oben meine Batterie mit Plus-Minus-Pol. Vom Pluspol gehe ich weg hin zu einer Sicherung, da werde ich wahrscheinlich 10 oder 20 Ampere reinsetzen. Das muss ich dann noch messen, wie viel die Pumpe braucht. Dann geht eine Weiche weg, einmal Pluspol-Batterie zur Pluspol-Lüfter und Pluspol-Batterie zur Minuspol-Pumpe. Das wird dann nochmal spannend im zweiten Teil. Das hat was mit der Flussrichtung der Pumpe zu tun, dass ich hier die Polung ändere. Die Pumpe kann das, die kann in beide Richtungen. Der Lüfter kann das nicht, deswegen bleibt der ganz normal eben Plus an Plus und Minus an Minus. Vom Minuspol der Batterie geht es dann über einen Schalter, damit ich eben den Stromkreis unterbrechen kann, zum Minuspol des Lüfters, und vom Minuspol der Batterie über den Schalter geht es an den Pluspol der Pumpe. Dazu, wie gesagt, im zweiten Video ein bisschen mehr noch. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den 3D-Halter, den ich fertigen werde. Da gibt es auch im zweiten Teil noch mal mehr Infos dazu. Das ist der Halter, den ich dann sozusagen nutze, um meinen Lüfter über diese U-Profile befestigen zu können. Und wenn ihr das informativ fandet und gespannt seid, dann schaut euch doch gerne auch den zweiten Teil an, der kommt schon bald. Und dann zeige ich die fertige Montage und Installation im Kofferraum. Bis dahin, ciao!